Lieber Steinbock, herzlich willkommen. Ein neues Video für dich, die Liebe, das Geheimnis. Was ist denn eigentlich dein Geheimnis, was das deines Herzmenschens? Triggerpunkte, jeder für sich und doch einen großen gemeinsamen oder gar mehrere. Wie ist die Situation? Was passiert als nächstes? Und selbstverständlich die potenzielle Zukunft. Zu diesem Video gibt es eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Ja, wie bei so vielen, die Authentizität, das Wahre, Mut, sich zu zeigen, den anderen aber auch auffordern, mutig genug zu sein, sich zu zeigen. Ich mache in diesem Video eine Gegenüberstellung, sodass wir das wunderbar herausfiltern können. Der Steinbock, noch eine Karte. Mit allem, mit vielem, was du tust, möchtest du Aufmerksamkeit. Du möchtest gesehen werden, du möchtest Anerkennung. Die Maske, die du trägst, durch ich tue alles für dich, ich kümmere mich. Sie sagen doch ein falsches Sein. Also nicht um Gottes Willen, dass du jetzt falsch verstehst, dass du falsch bist und nicht bist, sondern dir sicherlich Strukturen, Mechanismen angeeignet hast, um zu bekommen, um zu bezwecken, um zu erreichen. Doch eigentlich könntest du dich wirklich ganz gechillt zurücklehnen und abwarten, auf dich zukommen lassen. Aber stattdessen hältst du fest an der Sicherheit, vor Angst, vor dem Unbekannten. Es braucht sehr viel Mut, dass du Grenzen ziehst. Es braucht Mut, dass du im Flow bist, in den Flow kommst, im Vertrauen bist, dass der andere dich ebenso genauso liebt, wenn du zeigst, wer du eigentlich wirklich bist. Du machst oft gute Miene zum bösen Spiel. Was bedeutet, oft nimmst du sehr vieles hin, um kein Drama zu erzeugen, beziehungsweise kein Drama durchleben zu müssen. Ja, warum? Weil du schon zu viele Dramen hattest in deinem Leben. Vor allem, wenn es darum geht, lieber Steinbock, der Schmerz der Vergangenheit, der Schmerz, der dich fast zum Umfallen gebracht hat. Etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Verankertes, Verwurzeltes, was dir Sicherheit gegeben hat, wurde mir nichts, dir nichts genommen und so wurde der Schmerz erzeugt. Gut möglich, dass du entweder momentan hast, seit längerem drunter leidest oder hattest, Probleme und Schmerzen von der obersten Halswirbelsäule bis hinunter zum untersten Wirbel. Auch in den Gelenken, gut möglich in den Fingergelenken, oder sogar in den Ellenbogen, dass du dort Schmerzpunkte hast. Sie fragen mich gerade, wo wurde der Schmerz geboren?
Und damit du diesen Schmerz nicht wieder erleben musst, bist du in einem Mechanismus drin, der dir nicht erlaubt, authentisch zu sein, vor Verlustangst, weil du dir denkst, wenn ich mich zeige, wenn ich meine Verletzlichkeit zeige, diese panische Verlustangst zeige, dann bin ich verloren. Es geht gar nicht darum, dass du Angst hast, oder verurteilt zu werden. Nein, es geht um das Verlorensein, keinen Halt mehr haben. Und ja, es geht definitiv darum, das loszulassen. Dazu hast du diesen Herzmenschen. Schauen wir uns deinen Herzmenschen dagegen an. Was hat er für Triggerpunkte? Dein Herzmensch. Du weißt aber sehr wohl, lieber Steinbock, dass du eigentlich wirklich vertrauen kannst. Doch du bist so streng mit dir selbst und in so einer Hab-Acht-Stellung, dass du lieber alles in erzwungener Sicherheit hast und dich in erzwungener Sicherheit sicher fühlst, ganz cool tust, alles ist gut, ich bin der Supervisor der Situation, ich habe alles unter Kontrolle, obwohl du so Angst hast, dass dir das genommen wird. Der Herzmensch vom Skorpion, bitte. Der Herzmensch vom Skorpion. Wow. Ihr habt ein sehr ähnliches Thema. Dein Herzmensch muss sich auch öffnen, sich dem Vertrauen öffnen. Dein Herzmensch ist ein wahnsinnig verschlossener Mensch, ein sehr tiefgründiger Mensch, der sein Herz mit 7 Siegeln, 7 versiegelten Türen beschützt. Dein Herzmensch hat schon im Mutterleib viel mitbekommen, viel Schmerz erlebt, ertragen müssen. Gut möglich, yes, gut möglich, dass es um Eindrücke ging. Dein Herzmensch hat den Triggerpunkt, die Reife zu wachsen, über sich selbst hinauszuwachsen und ja, sich immer geschützt zu fühlen, egal in welcher Situation er sich befindet. Und das ist das. Du vermittelst Sicherheit. Dein Herzmensch sucht Sicherheit im Außen. Da haben wir es schon. Dein Herzmensch ist dabei, schon, ich glaube, seit längerem zu heilen, loszulassen, auf den Punkt zu kommen, dahinter zu kommen, was die Ursache ist, was der Grund ist. Die Transformation, dein Herzmensch, ist mitten in der Transformation. Du bist noch auf dem Weg zur Transformation und deswegen kann es oft Missverständnisse geben, dass sich der eine oder der andere nicht verstanden fühlt, nicht angenommen fühlt. Schauen wir uns die jetzige Situation an, in der ihr euch befindet. Der Steinbock. Der Steinbock.
Der Steinbock. In welcher Situation befindet sich der Steinbock mit seinem Herzmenschen? Ganz schön viele. Ja, aus einer sehr unausgeglichenen Situation zwischen euch versuchst du oder der andere immer wieder einen Schritt auf den anderen zuzumachen. Doch dieser Schritt passiert nie. Dieser Schritt passiert hier im Kopf, in der Fantasie, im was kann ich tun, was wäre wenn, was will ich. Und dann denkt man sich, heute sage ich's, heute gehe ich auf ihn zu, heute öffne ich mich, aber viel zu sehr im Kopf seid ihr beide, viel zu sehr. Doch schaut euch diese Karte genau an. Der Weg ist frei. Die Schwerter, das Gefängnis vom Kopf sind nur umrum. Doch nach vorne ist der Weg frei. Es bedarf Handlung, es bedarf Mut. Und zwar vor allem von deiner Seite her, ins Ungewisse zu gehen. Was bedeutet das? Wir können nicht wissen, wie der andere auf gewisse Worte reagiert, auf gewisse Handlungen. Doch sobald du authentisch, mutig für dich einstehst und sagst, ich fühle das, für mich ist das das Richtige, ja, dann kommt die Augenbinde ab, dann kommen die Fesseln ab und du siehst, dass der Weg frei ist. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, öffne ich mich, committe ich oder committe ich nicht. Ihr wünscht euch beide nichts Sehnlicheres, als die Nummer 1 beim anderen zu sein, als fest in den Armen gehalten zu werden, die Stabilität im anderen zu spüren, für sich selbst. Doch beide seid ihr viel zu sehr im Kopf. Es ist auch, als wärt ihr beide momentan viel zu sehr auf eure Finanzen fokussiert, im Sinne, wie kriege ich mein Business zum Laufen, wie kann ich noch mehr herausholen, vielleicht Weiterbildungen, ich weiß es nicht. Definitiv seid ihr beide momentan viel zu sehr im Kopf. Und es spielt sich alles in der Fantasie ab. Dieses, ich würde gerne, ich wünsche mir, auch wenn man aus dem Haus geht und sagt, so, jetzt sage ich dieses und jenes, jetzt gehe ich auf meinen Herzmenschen zu. Und dann ist man plötzlich wieder hier. Es geht darum, dass ihr euch beide sicher fühlt in euch selbst. Die Sicherheit, die ihr sucht, könnt ihr euch nur selbst geben. Und aus dieser Sicherheit heraus geht auf den anderen zu. Denn dann seid ihr im Vertrauen, dann seid ihr im Flow und ihr seid authentisch. Und das ist doch das Allerwichtigste. Schauen wir uns hier an, wie du die Situation wahrnimmst, was sie für dich bedeutet. Der Steinbock. Ihr haltet auch momentan viel zu sehr an irgendetwas fest, was schon lange überholt ist. Es können die Vergangenheit sein, es können Glaubenssätze sein, irgendwas, was ihr euch so zurechtgelegt habt als Fadenschein, Entschuldigung, warum irgendwas nicht geht. So, wo ist jetzt diese Karte hin? Die flog jetzt aber vehement hier raus. Ach ja, hier ist sie. Im Mülleimer. Uiuiui. Ja, du spürst, dass ihr eine wahnsinnige Anziehungskraft habt. Eine gegenseitige Anziehungskraft. Es ist, wenn du deinen Herzmenschen siehst, ihn berührst, an ihn denkst alleine schon, ist da ein wahnsinniges Knistern. Nicht nur in der Luft, sondern auch in deinem Herzen. Du hast so eine Angst, dass du nicht akzeptiert wirst, nicht angenommen wirst. Auch, dass ihr vom Außen nicht angenommen werdet, dass geurteilt wird über euch.
Und du hoffst so sehr, dass dein Herzmensch diese Anziehungskraft spürt, dass dein Herzmensch diese Anziehungskraft genauso ausleben will, möchte wie du. Doch die Angst davor, abgelehnt zu werden, ist immens groß. Ja, du möchtest alles ganz langsam angehen, euch von Grund auf besser kennenlernen und du möchtest auch, dass diese Verbindung im Gleichgewicht ist, dass ihr gleich viel gebt, denn du hast Angst, dass du zu viel gibst oder dass zu viel von dir genommen wird, vor allem finanziell, materiell. Schauen wir uns deinen Herzmenschen an. Das Gleiche gilt für ihn. Wie sieht er die Situation? Was bedeutet sie für ihn? Wir sehen uns gleich im Extended. Ihr Lieben, drückt auf den Link hier unten. Wir sehen uns gleich.